Diese Geschichte handelt von einem Paar, das scheinbar perfekt zusammenpasste. Sie hatten erst vor kurzem geheiratet und erwarteten nun die Geburt ihres Kindes. Leider wurde dieses Glück in einem Augenblick zerstört und es stellte sich heraus, dass alles nur eine trügerische Illusion gewesen war. Die junge Frau verschwand spurlos und ihr Mann verfiel in Verzweiflung. Dabei gelang es der Polizei nicht einmal, eine klare Vermutung anzustellen, was geschehen sein könnte. All dies ist die Geschichte von Mark und Lori Hacking. Lori Kay Soares Hacking war eine junge, erfolgreiche und glückliche Frau. Zumindest schien es auf den ersten Blick so. In ihrem Leben lief alles gut, bis sie an einem Julimorgen im Jahr 2004 verschwand. Die junge Frau ging joggen und niemand sah sie jemals wieder. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Schritt für Schritt die schreckliche Wahrheit über Verrat, Betrug und sorgfältig gehütete Geheimnisse der Familie Hacking ans Licht brachten. Mark Hacking wurde am 24. April 1976 in Salt Lake City, Utah, USA geboren. Mark war das 5. Kind in der strenggläubigen mormonischen Familie von Doug und Janet Hacking, die insgesamt 7 Kinder hatten, 4 Söhne und 3 Töchter. Die Familie gehörte der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, an, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. Marks Vater war ein angesehener Kinderarzt, was der Familie einen hohen sozialen Status und materiellen Wohlstand sicherte. Alle Kinder dieser Familie waren begabt und erzielten in ihrem jeweiligen Bereich gewisse Erfolge. Mark war als Kind ein bezaubernder Junge. Er hatte rote Haare und jede Menge Sommersprossen, die hervorragend zu seinem lebhaften und geselligen Charakter passten. Allerdings hatte er auch eine negative Seite. Der Junge log oft, um Aufmerksamkeit zu erregen oder Strafen für seine Verfehlungen zu vermeiden. Als Erwachsener log Mark weiterhin, doch nun waren es Lügen anderer Art. Er fühlte sich durch den Erfolg seiner Geschwister unter Druck gesetzt und erfand daher verschiedene Geschichten, um ebenso interessant und erfolgreich zu wirken. Mit 19 Jahren begab sich Mark, wie es bei jungen Mormonen üblich ist, auf eine Missionsreise. Anfangs lief alles gut, da seine extrovertierte Art ihm half, mit Menschen in Kontakt zu treten und neue Menschen zu seinem Glauben zu bekehren. Doch später begann Mark ein Doppelleben zu führen. Tagsüber predigte er, abends verbrachte er heimlich Zeit mit Freunden und verstieß damit gegen die kirchlichen Regeln. Als die Kirchenleitung davon erfuhr, wurde er nach Hause geschickt. Und wieder, um in den Augen seiner Familie nicht in Verruf zu geraten, log Mark und erzählte ihnen, er sei angeblich Opfer eines Missverständnisses geworden. Lori Soares wurde am 31. Dezember 1976 in Kalifornien geboren. Im Alter von 4 Monaten wurden sie und ihr älterer Bruder Paul von Thelma und Harald Soares adoptiert. Im Jahr 1987, nach der Scheidung ihrer Eltern, zog Lori mit ihrer Mutter nach Utah, da sie ihr sehr verbunden war, während Paul bei seinem Vater blieb. Lori besuchte die Orem High School und war ein schlichtes, gütiges und aufrichtiges Mädchen. Ihre Klassenkameraden liebten sie wegen ihres freundlichen Wesens. Lori wurde mehrmals zur Klassensprecherin gewählt und zeigte dabei gute Leistungen im Baseball. Ihre Familie war nicht wohlhabend, daher jobbte das Mädchen in einer Autowaschanlage, um ihrer Mutter zu helfen. Lori war sehr ernsthaft und verantwortungsbewusst und zudem recht gläubig, weshalb sie davon träumte, einen Mann aus ihrer Kirchengemeinde kennenzulernen, ihn zu heiraten und Kinder zu bekommen, um eine liebevolle und fürsorgliche Familie zu gründen. Mark und Lori lernten sich in der Oberstufe kennen, da beide der Mormonenkirche angehörten. Obwohl sie in verschiedenen Klassen waren, sprang zwischen ihnen sofort der Funke über. Und seitdem waren Mark und Lori unzertrennlich und bildeten ein wunderbares Paar. Der junge Mann bezauberte das Mädchen mit seinem Humor und seiner Schlagfertigkeit. Im Jahr 1999, als Lori 22 und Mark 21 Jahre alt waren, heirateten sie. Es schien, als läge eine strahlende und lange gemeinsame Zukunft vor ihnen. Mark und Lori wirkten wie das perfekte Paar und alle um sie herum sahen, wie sehr sie sich liebten. So war Mark beispielsweise ein aufmerksamer Ehemann und schenkte Lori oft Blumen. Das Ehepaar schrieb sich nach der Schule auch an derselben Bildungseinrichtung ein. Lori schloss ihr Studium ab und fand eine Stelle als Assistentin bei Wells Fargo, woraufhin sie begann, hart zu arbeiten, um die Familie zu ernähren. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete nur Lori,
während Mark sein Studium an der Universität fortsetzte, wie er zumindest behauptete. In Wirklichkeit hatte Mark sein Studium bereits 2002 abgebrochen und diese Tatsache jedoch sorgfältig verheimlicht. Jeden Morgen packte er seine Lehrbücher zusammen und tat so, als würde er zur Vorlesung gehen, kehrte dann aber nach Hause zurück, sobald Laurie zur Arbeit ging. Den ganzen Tag spielte der Mann Videospiele und abends beklagte er sich bei seiner Frau über das anstrengende Studium und schloss sich in seinem Zimmer ein, wobei er vorgab, Hausarbeiten zu schreiben. Mark verbarg seine erneute Lüge sorgfältig. Er traf sich sogar manchmal mit Laurie auf dem Universitätsgelände, damit alles glaubwürdiger wirkte. Als die Abschlussfeier näher rückte, gab Mark am Tag der Feier vor, krank zu sein. Laurie glaubte ihm, und später feierte die Familie ein Fest. Er hatte sich sogar irgendwo eine Robe und eine Mütze besorgt, als hätte er tatsächlich einen Abschluss gemacht. Später begann er, in verschiedene Bundesstaaten zu reisen, angeblich zu Vorstellungsgesprächen an medizinischen Universitäten. Dabei wurden all diese Reisen von Laurie bezahlt, da sie die Ernährerin der Familie war, an den Traum ihres Mannes glaubte und ihn unterstützte. Im Jahr 2004 verkündete Mark, dass er an der University of North Carolina in Chapel Hill im Fachbereich Onkologie angenommen worden sei. Das Paar begann, sich auf den Umzug vorzubereiten, da Mark angeblich dort studieren und das Werk seines Vaters fortsetzen wollte. Aus diesem Grund kündigte Laurie ihren Job und noch im Juli veranstaltete das Paar eine Abschiedsparty. Alle freuten sich für Mark und seine geliebte Frau, die zudem ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Für ihr Umfeld sah es so aus, als würde sich das Leben des Paares gut entwickeln und als läge eine glückliche, sorgenfreie Zukunft vor ihnen. Doch nur wenige Tage vor ihrer Abreise ereignete sich am 16. Juli ein beunruhigender Vorfall. An diesem Tag erhielt sie einen Anruf bei der Arbeit und nach diesem Anruf ging die junge Frau verstört nach Hause, ohne jemandem etwas zu erklären. Bei der Abschiedsparty am 18. Juli wirkte das Paar jedoch wieder glücklich. Niemand ahnte auch nur im Entferntesten, welches schreckliche Geheimnis sich hinter der Fassade ihres perfekten Lebens verbarg. Am Morgen des 19. Juli 2004 ging die 27-jährige Laurie Hacking wie üblich joggen. Sie wollte im Waldgebiet des Memory Grove Parks in Salt Lake City trainieren und anschließend zur Arbeit fahren. Mark sollte sie um 7 Uhr morgens mit seinem Auto zum Büro fahren, so hatten sie es am Vorabend vereinbart. Als Mark jedoch aufwachte, war seine Frau nicht zu Hause. Er nahm an, dass Laurie noch joggen sei und legte sich wieder schlafen. Um 8 Uhr wachte Mark erneut auf, doch Laurie war immer noch nicht da. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass auch ihr Auto fehlte. Mark dachte, seine Frau wolle ihn einfach nicht wecken und sei allein zur Arbeit gegangen. Doch bereits um 10 Uhr rief Mark die Polizei an und meldete, dass seine Frau joggen gegangen sei und nicht zurückgekommen sei. Der Mann wirkte besorgt. Er erzählte, dass er sich große Sorgen um seine Frau mache, da so etwas seiner Aussage nach noch nie vorgekommen sei. Mark wies außerdem darauf hin, dass er Lauries Arbeitskleidung zu Hause gesehen und erkannt habe, dass sie gar nicht zur Arbeit gegangen sei. Aus diesem Grund meldete der Mann bereits um 10:30 Uhr offiziell das Verschwinden seiner Frau bei der Polizei. Kurz nach Beginn der Ermittlungen wurde Lauries Auto verlassen am Eingang eines Parks gefunden. Im Auto gab es keine Spuren von Lauries Anwesenheit oder Anzeichen für einen Überfall auf sie. Die junge Frau war praktisch spurlos verschwunden und hatte all ihre Sachen zu Hause zurückgelassen. Mark informierte sofort Lauries Familie und Kollegen über ihr Verschwinden. Alle waren sich einig, dass die junge Frau nicht einfach so weglaufen konnte. Sie war sehr verantwortungsbewusst und hatte ihre Abwesenheit bei der Arbeit immer angekündigt und ihrer Familie erzählt, wohin sie gehen würde. Alle setzten alles daran, Laurie zu finden. Mark und die Familie von Laurie durchkämmten gemeinsam den Park, in dem sie joggen sollte, und die Polizei untersuchte Schritt für Schritt Lauries übliche Laufstrecke. Doch alles blieb ohne Ergebnis. Die Ermittler nahmen die Ermittlungen auf und wurden sofort auf einige merkwürdige Umstände aufmerksam. Lauries persönliche Gegenstände, ihre Handtasche mit den Ausweispapieren, ihr Ehering und die Autoschlüssel waren zu Hause geblieben, obwohl sie angeblich mit dem Auto zum Park gefahren war. Außerdem fiel den Ermittlern auf, dass das Paar eine neue Matratze und Bettwäsche hatte.
Als sie Mark fragten, was passiert sei, erklärte er, dass er die alte Matratze vor einigen Tagen weggeworfen habe, weil Laurie sie angeblich stark mit Menstruationsblut verschmutzt habe. Als der Mann gefragt wurde, wo das Paar in der Zeit geschlafen habe, als die Matratze noch nicht geliefert worden war, antwortete Mark, dass sie einfach auf dem Matratzenkarton ohne die Matratze selbst geschlafen hätten. Auf dem Nachttisch neben dem Bett wurde ein Jagdmesser mit Blutspuren gefunden. Mark erzählte, dass er es am Vortag benutzt habe und deshalb Blut darauf zurückgeblieben sei. Angesichts dieser verdächtigen Indizien überprüften die Ermittler die Richtigkeit von Marks Aussagen. Es stellte sich heraus, dass die neue Matratze am 19. Juli um 10:23 Uhr morgens gekauft worden war, genau am Tag von Loris Verschwinden. Die Quittung befand sich in seinem Auto. Aber warum sollte er eine Matratze nur wenige Minuten nach dem Verschwinden seiner Frau kaufen? Bei einer genauen Untersuchung des Fahrzeugs wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrersitz stark nach hinten geschoben war, was darauf hindeuten könnte, dass die letzte Person, die das Auto gefahren hatte, deutlich größer war als Laurie. Unter den persönlichen Unterlagen der Frau fanden die Ermittler einen Brief, in dem sie Mark schrieb, dass sie sich von ihm scheiden lassen würde, wenn er sich nicht änderte. Nun deuteten alle Hinweise auf einen einzigen Verdächtigen hin: Lauries Ehemann Mark Hacking. Danach gelang es der Polizei schnell, die schreckliche Wahrheit über sein Doppelleben aufzudecken. So stellten sie fest, dass der Mann das Medizinstudium nicht abgeschlossen und sein Studium 2 Jahre vor diesen Ereignissen abgebrochen hatte. Er hatte seine Frau, seine Familie und seine Freunde getäuscht, indem er sich als fleißiger Student ausgab. Jeden Morgen tat Mark so, als würde er zur Vorlesung gehen, doch sobald seine Frau zur Arbeit gegangen war, kehrte er nach Hause zurück und spielte Videospiele. Er schloss sich auch in seinem Zimmer ein und versicherte, er würde lernen und ging natürlich zu keinen Vorstellungsgesprächen, obwohl alles von Laurie bezahlt wurde, die dachte, dies sei ein wichtiger Beitrag für ihre gemeinsame Zukunft. Mark log auf ganzer Linie und tat alles, um seine Lügen zu verbergen. Er fertigte gefälschte Fotos in Talar und Barrett an und überredete Laurie zudem, in eine völlig fremde Stadt zu ziehen, angeblich um dort sein Studium fortzusetzen und zu arbeiten. Es schien, als hätte der Mann es geschafft, alles so zu arrangieren, dass niemand etwas mitbekam. Doch nur wenige Tage vor der Abschiedsparty erfuhr Laurie schließlich die schreckliche Wahrheit. So rief die junge Frau am 16. Juli bei der Universität in Chapel Hill an, um zu erfahren, mit welcher finanziellen Unterstützung Mark rechnen könne, und war zutiefst schockiert, als man ihr mitteilte, dass Mark dort nicht immatrikuliert sei. Zunächst wollte die Frau es nicht glauben und begann, nach Beweisen zu suchen, doch schließlich begriff sie, dass die ganze Welt, die sie mit ihrem Mann aufgebaut hatte, eine Lüge war. 2 Tage später schrieb Laurie Mark einen Brief, in dem sie ihm mitteilte, dass sie bereit sei, sich von ihm scheiden zu lassen, wenn er sich nicht ändere. Sie hatte davon geträumt, eine liebevolle Familie zu haben und ein Kind zu bekommen, konnte aber nicht länger in ständiger Lüge leben. Laurie erzählte von all dem nur ihrer engsten Freundin, weshalb ihr Umfeld nicht einmal ahnte, dass die Ehe am seidenen Faden hing. Wenig später fanden die Ermittler Zeugen, die berichteten, dass das Paar am späten Abend des 18. Juli, nur wenige Stunden vor dem Verschwinden, lautstark über etwas gestritten hatte. Die schwangere Frau hatte die Lügen ihres Mannes satt und drohte ihm mit der Scheidung. Mark hingegen erkannte zu diesem Zeitpunkt, dass sich alle von ihm abwenden würden, sobald sein Bild als erfolgreicher Mann zusammenbrach, und beschloss, zu radikalen Mitteln zu greifen. Alle gefundenen Beweise deuteten ausschließlich auf Mark hin, und zudem hatte er ein offensichtliches Motiv. Wenig später wurde nachgewiesen, dass die Blutspuren, die auf Marks Jagdmesser gefunden wurden, von Laurie stammten. Zudem fanden Kriminaltechniker Blut im Innenraum von Marks Auto und in einem Müllcontainer neben dem Haus wurde eine blutbefleckte Matratze mit einem abgeschnittenen Stück gefunden. Dennoch hatten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt keine direkten Beweise, um Mark des Verbrechens zu beschuldigen, und Lauries Leiche war noch nicht gefunden worden. Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf und zur gleichen Zeit begann Mark, sich seltsam zu verhalten. 5 Tage nach Lauries Verschwinden, am 24. Juli, wurde der Mann nackt in einem Motel aufgefunden. An den Füßen trug er lediglich Hausschuhe. Es sah so aus, als sei er den Verstand verloren, weshalb er zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.
Doch schon bald kamen die Fachleute zu dem Schluss, dass der Mann lediglich vorgab, psychisch verwirrt zu sein, um einer Strafe zu entgehen. Marks 2 Brüder beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, besuchten ihn im Krankenhaus und überredeten ihn zu erzählen, was mit seiner Frau geschehen war. Der Verdächtige erzählte ihnen von all seinen Lügen, einschließlich der Details darüber, wie er sein Studium abgebrochen und dies vor seinen Angehörigen verheimlicht hatte. Mark erzählte, dass er Lori in der Nacht des 19. Juli erschossen hatte, als sie in ihrem Bett schlief und sich in der 5. Schwangerschaftswoche befand. Er tat dies, damit Lori seine Lügen nicht aufdecken konnte. Mark machte auch keinen Hehl daraus, was er mit der Leiche der jungen Frau gemacht hatte. Er erzählte, dass er Loris Leiche und die blutbefleckte, mit einem Messer aufgeschnittene Matratze in verschiedene Müllcontainer geworfen hatte. Am Morgen fuhr er mit ihrem Auto in den Park und inszenierte ihr Verschwinden. Die Brüder gaben diese erschreckenden Informationen an die Polizei weiter und am 2. August 2004 wurde Mark Hacking unter dem Verdacht festgenommen, seine Frau Lori getötet zu haben. Die Leiche war jedoch nach wie vor nicht gefunden worden und die Polizei musste enorme Anstrengungen unternehmen, um sie aufzuspüren. So durchsuchten die Polizisten mit Hunden die städtische Mülldeponie, wohin der Abfall aus den Müllcontainern gebracht wurde, die Mark zur Beseitigung von Beweismitteln benutzt hatte. Auf dem riesigen Gelände, auf dem mehr als 4 Tonnen Festmüll gelagert waren, schien es unmöglich, irgendetwas zu finden. Doch am 1. Oktober 2004, 2 Monate nach Marks Geständnis, stieß einer der Ermittler auf eine Haarsträhne, die Loris Haaren ähnelte. Bei näherer Betrachtung wurde klar, dass es sich um menschliche Überreste handelte, wenn auch stark beschädigt. Erst mit Hilfe einer zahnmedizinischen Untersuchung konnten die Gerichtsmediziner feststellen, dass es sich um Loris Leiche handelte. Leider konnte die genaue Todesursache aufgrund des Zustands der Überreste nicht ermittelt werden. Die Vermutungen der Polizei bestätigten sich jedoch. Mark hatte seine schwangere Frau getötet, um sein erfundenes, von Lügen geprägtes Leben zu schützen. Marks Geständnis und der Fund von Loris Leiche waren der Beweis für seine Schuld. Doch unerwartet weigerte sich der Angeklagte, sich des Verbrechens schuldig zu bekennen. Möglicherweise trieb ihn die Angst vor einer lebenslangen Haftstrafe dazu, zu versuchen, einer Strafe zu entgehen. Loris Eltern flehten Mark an, sich schuldig zu bekennen, um den Prozess nicht in die Länge zu ziehen. Und schließlich willigte er in einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Am 15. April 2005 bekannte sich Mark Hacking schuldig, Lori ermordet und ihre Leiche versteckt zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung nach 6 Jahren Haft. Tatsächlich war das nach damaligem Recht möglich. Er hätte tatsächlich nur 6 Jahre für den brutalen Mord an seiner Frau absitzen müssen. Damals war dies die nach dem Gesetz des Bundesstaates Utah zulässige Höchststrafe. Die Bewährungskommission erklärte jedoch später, dass Mark angesichts der schrecklichen Umstände der Tat mindestens 30 Jahre im Gefängnis verbringen werde. Erst im Jahr 2035 kann er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Loris Familie ließ den Nachnamen Hacking von ihrem Grabstein entfernen und lehnte jegliche Verbindung zu dem Mörder ab. Am 6. Juni 2005 veröffentlichte Marks Vater einen Brief seines Sohnes, in dem dieser tiefe Reue zum Ausdruck brachte. Mark schrieb: „Ich weiß, dass mein Platz im Gefängnis ist. Ich werde meine gesamte Zeit hier damit verbringen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die zahlreichen Sünden, die ich begangen habe, zu sühnen. Ich habe vielen Menschen Leid zugefügt und ich entschuldige mich dafür. Meine Seele brennt vor Schmerz, wenn ich daran denke, was all diejenigen durchmachen mussten, die Lori geliebt haben. Ich würde diesen Schmerz gerne lindern. Ich würde gerne all die Lügen, in denen ich gelebt habe, ungeschehen machen und sie durch die Wahrheit ersetzen. Ich würde Lori gerne in eure Arme zurückbringen, aber ich verdiene mein Leid und niemand sonst. Von ganzem Herzen bitte ich euch um Vergebung." Das Leben der 27-jährigen Lori Hacking endete in der Nacht zum 19. Juli 2004 auf tragische Weise. Sie wurde von ihrem eigenen Ehemann Mark ermordet, der jahrelang alle um sich herum über seinen Erfolg belogen hatte und nicht damit abfinden konnte, dass Lori ihn verlassen wollte, als sie die Wahrheit erfuhr. Weil er unfähig war, seine Lügen und sein Versagen einzugestehen, nahm Mark seiner geliebten Frau und ihrem ungeborenen Kind das Leben.
Diese Tragödie war ein schrecklicher Schlag für Loris Familie. Loris' Mutter Thelma erzählte 10 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter in einem Interview, dass sie Mark vergeben konnte, aber niemals vergessen werde, was er getan hat. Loris' Verwandte versuchen, die Erinnerung an sie lebendig zu halten und haben sogar die Einrichtung eines Stipendiums zu ihren Ehren an der University of Utah erreicht. Dieses Stipendium richtet sich an junge Frauen, die in schwierige Lebensumstände geraten sind und trotz aller Widrigkeiten eine Ausbildung anstreben. Derzeit verbüßt Mark Hacking seine Strafe in einem Gefängnis im Bundesstaat Utah. Im Jahr 2005 schrieb er, dass es so etwas wie eine harmlose Lüge nicht gibt, egal wie unbedeutend sie auch erscheinen mag. Mark fügte hinzu: Man mag denken, dass eine Lüge nur demjenigen schadet, der lügt, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Wenn du auf dem falschen Weg bist, halte inne und trage die Konsequenzen, wie auch immer sie aussehen mögen. Das ist besser, als dir selbst und anderen ständig Schmerz zuzufügen. Die Geschichte von Mark Hacking beweist diese bittere Wahrheit. Seine Unfähigkeit, die Wahrheit zu akzeptieren, seine eigenen Misserfolge einzugestehen, sowie seine Angst, im Schatten seiner erfolgreicheren Geschwister zu stehen, führten dazu, dass sein Leben voller Täuschungen war. Als all dies ans Licht kam, entschloss er sich, ein schreckliches Verbrechen zu begehen, nur um seine Lüge aufrechtzuerhalten. Sein Egoismus und seine kriminelle Entscheidung kosteten Lori und ihrem ungeborenen Kind das Leben. Diese Tragödie zerstörte nicht nur das Leben seiner Frau, sondern auch Marks eigene Zukunft. So wurde Mark Hackings Verbrechen zu einem schrecklichen Beispiel dafür, wohin ein Leben führen kann, das auf absoluter Lüge aufgebaut ist. Die Unfähigkeit, die Realität in Form der eigenen Fehler zu akzeptieren, zerstört den Menschen und bringt alle Menschen in seiner Umgebung in Gefahr. Diese Geschichte kann als Warnung verstanden werden, nicht den Weg der Täuschung einzuschlagen, der am Ende zerstörerisch ist. Schließlich kann eine Lüge nicht ewig andauern und der Preis, den man dafür zahlt, kann zu schrecklich sein. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.